Hi, ich bin Kathi von Creative Mom und in dem heutigen Video zeige ich dir, wie du ein Kleid für Rainbow High Puppen nähen kannst. Für das Kleid habe ich einen leichten Baumwollstoff gewählt. Der gelbe Stoff ist mein Hauptstoff und der weiße ist fürs Innenfutter. Rechts auf rechts lege ich die Seitenteile auf das mittlere Brustteil und stecke sie zusammen. Das mache ich sowohl beim Hauptstoff wie auch beim Innenfutter. Anschließend geht es an die Maschine und ich nähe die Teile zusammen. Im selben Rutsch werde ich die zwei kurzen und eine der langen Seiten vom Rock versäubern. Bei beiden Oberteilen klappe ich die Nahtzugabe auseinander und streiche sie mit meinem Fingernagel glatt. Danach bügele ich noch einmal mit dem Bügeleisen drüber, damit die Nahtzugabe schön flach liegt. Weiter geht's mit dem Rockstreifen. Dieser wird nochmal ordentlich gebügelt. Anschließend klappe ich unten am Saum 0,7 mm um und bügele auch da noch einmal ordentlich drüber. Bevor ich das Brustteil und das Innenfutter zusammenstecke, schneide ich die Nahtzugabe etwas zurück. Das Innenfutter lege ich mit der rechten Seite auf das Oberteil und stecke die obere Kante zusammen. Hier achte ich darauf, dass die mittleren Nähten exakt aufeinandertreffen. Wenn du möchtest, kannst du an dieser Stelle auch ein paar Träger mit einfügen. An der Maschine wird die obere Kante vom Oberteil zusammengenäht und der Saum abgesteppt. Die Nahtzugabe schneide ich ein paar Millimeter zurück. In der Mitte vom Oberteil mache ich kleine Einschnitte. Das Oberteil wende ich auf die rechte Seite und forme alle Kurven aus. Zu guter Letzt muss das Ganze natürlich noch ordentlich gebügelt werden. Das Oberteil ist soweit fertig und es geht weiter mit dem Rock. Dieser muss jetzt gerafft werden. Das mache ich mit meiner Maschine, indem ich die Fadenspannung erhöhe und die Stichlänge vergrößere. Den Rock raffe ich auf die Breite des Oberteils. Eine kurze Rockseite klappe ich 0,5 mm nach innen um und stecke sie mir fest.
Dann nehme ich das Oberteil und lege es mit der Außenseite auf den Rock. Hierbei lasse ich 0,5 mm vom Oberteil rausstehen. Bevor es an die Maschine geht, habe ich mich dieses Mal dazu entschieden, das Ganze einmal mit ein paar Handstichen zu fixieren. Denn es ist mir schon oft passiert, dass beim Vernähen der Stoff dann sich doch irgendwie verschoben hatte und ein paar Rüschen dann nicht so schön lagen. Also das Endergebnis war dann, nicht so toll. Deswegen lieber einmal ein Handgriff zu viel, wie anschließend alles auftrennen und sich ärgern. Die Raffungsnaht kann jetzt entfernt werden und die untere Kante vom Innenfutter behandle ich mit einem Fransenstopper. Als nächstes klappe ich das Innenfutter nach außen auf den Hauptstoff. Dabei soll die Nahtzugabe vom Rock und Oberteil nach oben schauen. Ich hoffe, ihr könnt das im Video erkennen. Die Seiten stecke ich dann zusammen und diese werden mit einer Nahtzugabe von 0,5 mm zusammengenäht. Die Nahtzugabe und die Ecken schneide ich etwas zurück, wende das Oberteil wieder auf die rechte Seite und forme die Ecken aus. Nun wird die Nahtzugabe unter den Innenstoff geklappt und festgesteckt. Mit der Nähmaschine lege ich eine Naht knapp am Rand vom Oberteil und fixiere somit das Innenfutter. Langsam geht die Sonne unter und man sieht die Schatten meiner Kinder. Aber es geht weiter. Hier nähe ich noch einen Druckknopf an und meine Tochter hat sich noch eine Schleife vorne gewünscht. Dann ist das Kleid fast fertig.
Zu guter Letzt stecke ich noch die hintere Naht zusammen und nähe das Kleid hinten zu. Meiner Tochter hat das Kleid sehr gut gefallen und ich habe ihr noch ein weiteres mit einem Tüllrock genäht. Wie immer, viel Spaß, zeigt mir gerne eure Kleidchen und bis zum nächsten Mal. Bye bye!